die einzigen zwei Erwartungen, die ich habe, sind, dass wir dieselbe Liebe zu Christus teilen zum Beispiel. Das ist mir wichtig, weil einfach so viel mitkommt. Einfach weil ich gemerkt habe, wie Christus mein Herz verändert hat und was das ausmachen kann in einem Leben. Hatte ich davor auch nie erwartet. Die meisten schwarzen Jungs ist es, die sind in einem Haushalt aufgewachsen, wo sie nicht gelernt haben zu kommunizieren oder Aber das im weißt du doch Nachhinein. gar nicht. Du hörst Stories und so weiter und so fort. Und wenn du dann als Mann Single bist und dir darüber überlegst, darüber nachdenkst und du denkst und diese Vorstellung, dass deine Freundin, die du vielleicht irgendwann mal kennenlernst oder sonst irgendwelche Sachen, das dir antun könnte. Fahren war es wirklich dieses, wow, ich liebe das Spiel, mega krass. Es haben auch immer mehr und mehr Leute bestellt. Zum Beispiel, es kommen gerade durch die Videos auf TikTok auch immer mehr Bestellungen rein, was echt nice ist. Jo, was geht ab? Mein Name ist Derek Amorco, hier bei der neuen Folge von Let's Talk. Heute zu Gast Tracy. Alles klar bei dir? Ja, bei dir? Auch. Danke dir auf jeden Fall, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Von wo kommst du eigentlich? Das war jetzt meine Fulda. Frage. Fulda? Ja. Warum? It's crazy, also es ist ein Dorf. Also da auch aufgewachsen? Nein, aus Darmstadt bin Also ich. Also. dahin gegangen, Studium. Genau. Was studierst du? International Business Management. Nice. Wie läuft's? Gut, ich bin im 5. Semester, also bald Also fast fertig. Ja, also wir haben 7, nicht 6, aber ja. Ah, nice. Ja, ansonsten erzähl mal so ein bisschen von dir, wer du so bist, bevor wir komplett in diese ganzen Sachen da so einsteigen. Ich bin Tracy, 23. Ich bin aus Ghana. Abgesehen vom Studium bin ich halt relativ sozial engagiert. Ich habe nach dem Abi oder während des Abis so ein paar Projekte gestartet in Ghana, wo wir Jugendliche bzw. Kinder in Ghana unterstützt haben. Das habe ich mit meiner Familie erst gemacht, also ich und mein Bruder hauptsächlich. Und da hatten wir halt Sachen verkauft in der Schule und haben Spenden eingesammelt. Und die gingen dann halt straight up nach Ghana. Wir sind hingefahren vor Ort, haben eingekauft, Essen. Das haben wir eigentlich immer zu Weihnachten oder zu Ostern gemacht. Und ja, das wird dann halt irgendwie so eine Tradition bei uns, dass wir jedes Jahr Ostern oder Weihnachten dort sind und diese Spendenaktion halt starten. An sich, Wie kamt ihr darauf? Also wie habt ihr angefangen damit? es lag mir eigentlich immer auf dem Herzen irgendwo, aber wir hatten halt die Möglichkeit, während des Abis so ein Projekt zu starten, egal was. Und irgendwie dachte ich mir dann so, hey, warum nicht Kinder in Ghana? Ich meine, wir wollten immer ein bisschen spenden, aber das Problem ist, ich habe meistens Angst oder Bedenken, dass das Geld nicht wirklich ankommt. Und wenn ich sowieso jedes Jahr nach Ghana gehe, dann war es etwas, was ich selbst realisieren konnte. Und deswegen kam es einfach so. Es war relativ spontan. Nice, also warst du sozusagen, was das angeht, ja immer so, sag ich mal, offen auch mit Menschen, ne? Ja, ich kann sehr gut mit Menschen umgehen. Und wie ist es dann so, wenn du zum Beispiel jetzt in Ghana bist und sozusagen spendest und so, wie ist so sozusagen also wie reagieren die Leute dann auf dich so? Wie ist das so, wie ist die Resonanz? Definitiv glücklich. Also ich gehe jedes Jahr nach Ghana. Ich lebe da teils eigentlich und deswegen, ich kenne die Umgebung. Wir gehen halt immer in verschiedene Dörfer. Die Menschen sind relativ offen. Manche sind auch sehr zurückhaltend, obviously. Ich meine, du kommst hierher in mein Dorf und man muss sich halt auch am Anfang respektvoll vorstellen. Also du kannst nicht einfach hinfahren und sagen, hey, ich habe hier Essen und Geld und nimm das. Meistens ist es tatsächlich so, du gehst hin und irgendjemand wird dir da vorgestellt. Dann musst du dich halt auch vorstellen und erklären, was deine Intentionen hier sind, woher das kommt und warum du das machst. Und dann erlauben sie es dir oder auch nicht. In den meisten Fällen tun sie es. Also mir wurde noch nie Nein gesagt. Und ja. Nice. Aber machst du das jetzt auch, also versuchst du jetzt wirklich jedes Jahr dann auch zu machen, durchgehend, bis dann irgendwann auch, sag ich mal, Sponsorship und so, also was ist so das Ziel dahinter? Ziel dahinter ist es, wir haben das Future for Children genannt. Ziel dahinter ist es wirklich einfach, Menschen zu unterstützen, aber auch irgendwo sie glücklich zu machen, weil ich finde, wir haben hier so viel und können uns so glücklich schätzen und tun aber nichts. Also ich bin so ein Mensch, ich habe mich immer über reiche Menschen beschwert, weil sie so reich sind, dass es keine Armut geben müsste. Und wenn ich mal Geld hatte, dachte ich mir so, ich muss auch über meine Runden kommen. Und das hat irgendwie meinen Gedankengang einfach verändert, wo ich mir dachte, so, wenn du das Geld hast, damit kannst du auch was machen. Es muss ja nichts Großes sein. Und ja genau, wir machen das halt jährlich eigentlich. Und
ich gebe mir jetzt nicht unbedingt Mühe, irgendwie Sponsoren zu finden oder Leute, die spenden wollen. Ich mache das immer so gefühlsmäßig. Also es ist auch noch gefühlsmäßig und wenn es klappt, dann klappt's und wenn es nicht klappt, dann bin ich halt auf mich und meinen Bruder seine Finanzen gestellt und dann machen wir das auch. Also ist okay. Aber das jetzt sozusagen, also das war sozusagen, oder das ist immer noch dein erstes Projekt, was du wirklich so angefangen hast? Ja. Okay. Ja. Bevor du dann auf die Unluck Me gekommen bist, über das wir jetzt gleich reden. Weil ich glaube auch zum Beispiel, gerade wenn du dann in Ghana bist, dann öffnet sich, glaube ich, auch dein Mindset so. Also du siehst gewisse Sachen dann anders da, weißt mehr zu schätzen. Weil zum Beispiel letztes Jahr war ich das erste Mal nach, weiß ich wie vielen Jahren in Ghana und da hat sich natürlich auch was bei mir verändert, weil ich einfach gesehen habe, okay, die Leute leben anders da, ticken anders da, der Hustle ist auch anders da und ich kann zufrieden sein, wo ich dementsprechend lebe, auch gerade mit dem Kreativen, was wir hier machen. Die Leute arbeiten nonstop und haben nicht die Möglichkeiten, die wir haben, nur wir nutzen diese Möglichkeiten nicht. So, und das merkst du halt, wenn du halt da bist. So, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, bestimmt warst du dann mal da und hast dann gesehen und dachtest so, okay, ey, ich will was zurückgeben an die Community. Und so hat sich das Ganze, sag ich mal, dann wahrscheinlich so entwickelt. Wie kam das jetzt, dass du dann von dem Projekt sozusagen auf Unluck Me dann gekommen bist, auf das Kartenspiel? Was ist da passiert? Ich habe viele Videos gesehen, deine Beschwerden, die Probleme. So, wie kam es dann dazu? Also zuallererst muss ich sagen, dass die zwei Dinge komplett unabhängig voneinander angefangen haben. Dass die Einnahmen von Unlock Me, also das ist das Kartenspiel, worum es gerade geht, das ist ein Spiel, um zwischenmenschliche Beziehungen zu stärken. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Die Einnahmen davon sollten sie erstmal nur an mich gehen. Also das Ziel war es so, ey, ich habe jetzt eine coole Idee und ich mache jetzt Geld damit. Mit der Zeit bin ich zum Beispiel aber auch dieses Jahr vor allem mehr zum Glauben gekommen und habe gemerkt, an welchen Sachen ich wirklich stark festhalte und habe gemerkt, wie sehr das Geld ist irgendwo. Auch wenn ich diese Spendenaktion Jahre zuvor immer gemacht habe, ich habe das nie so gemacht, dass ich gegeben habe über dem, was ich eigentlich geben wollen würde, hinaus. Und dann hat das mit dem Spiel angefangen. Ich dachte mir so, okay, jetzt muss ich Geld machen. Und habe dann so gemerkt, ey Tracy, du hältst echt fest an Geld an. Und was wäre, wenn du es einfach loslässt? Was wäre, wenn du es einfach Gott gibst oder Gottes Willen übergibst? Und dann hat das so angefangen. Ich habe so mit dem Gedanken gespielt, okay, ich mache so einen Teil von dem Geld, was ich einnehme, gebe ich einfach irgendwie Gott, beziehungsweise zahle mir Zeit davon und der Rest wird halt irgendwie an einem guten Zweck. Und dann habe ich gemerkt, so nein, ich muss loslassen und dachte mir so, okay, alle Einnahmen von dem Spiel gehen jetzt an einen guten Zweck, also entweder an dieses Projekt in Ghana, Future for Children, oder wo auch immer Gott mich hinberuft. Also dazu erstmal. Zum Spiel, wie das entstanden ist. Klar, auf TikTok hatte ich gesagt, es ging nur um, ich war auf Dates und das und das und das. Es war ein bisschen, also definitiv war, aber auch einfach nur, habe was Provokantes gebraucht, um Aufmerksamkeit zu erregen und es hat funktioniert. Also hey. You know the game. Und wie es eigentlich dazu kam, ist, ich war schon immer ein Mensch, ich habe so viele Fragen in meinem Kopf. Ich spreche sie nicht immer aus, aber ich habe so viele Fragen und eine Freundin von mir auch und wir sind so beide so. Und dann war es halt so, wir sind immer auf Treffen mit Freunden gegangen und wir waren immer die Menschen, sie hat immer Fragen gestellt, ich habe immer Fragen gestellt, Leute haben sich ausgefragt gefühlt, aber es war halt einfach so. Und dann war ich zum Beispiel wirklich auf einem Date und hatte dann dieses Spiel dabei, diese 36 Fragen zu verlieben. Aus dem Internet hat man das ja. Aber wie war das denn? Du bist auf einem Date und du kamst mit diesen Fragen. Wie war das dann so? Es war gut. Also der Typ, wie hat er sich dann so, was hat er sich dabei so, also was hat er gedacht? Relativ normal drauf reagiert, I guess. Also es gab nicht viel zu besprechen und ich dachte mir so, also wenn wir schon hier sind, dann lasst uns das Beste draus holen. Ne? Und also meistens reagieren die Typen eigentlich relativ gelassen drauf. Ich meine, es ist ein Spiel. Wenn du im Kopf hast, es ist ein Spiel, dann fühlst du dich nicht direkt ausgefragt. Und die Fragen waren halt irgendwo aber nicht so richtig tiefgründig. Und ich dachte mir so, kommt noch was, öffnest du dich? Und dann habe ich bei den meisten Fragen auch direkt angefangen, was abzuändern, weil mir irgendwas gefehlt hat. Und irgendwie kam ich irgendwann auf die Idee und dachte mir so, ey, ich mache jetzt mein eigenes Spiel. Weil ich hatte es auch auf TikTok gesehen zum Beispiel gehabt, dass es sowas auf Englisch gibt und es auch coole Sachen gab. Aber da habe ich auch immer so ein bisschen Sachen abgeändert. Und dann habe ich irgendwie
einfach angefangen, mir Fragen aufzuschreiben und so Szenarien aufzuschreiben, Szenarien, auf die Leute reagieren sollten. Und dann dachte ich mir so, hey, mach ein Spiel, Tracy. Ich bin ein Mensch, das ist einer meiner größten Schwächen und Stärken. Ich mache das, was mir in den Sinn kommt. Und ich habe nicht wirklich Angst, so jetzt, was durchzunehmen. Ja, du verlierst Geld und dann ist okay, ich bin noch jung, es geht. Aber probierst dich halt da aus, so ein bisschen. Ja, ich habe irgendwann angefangen auf Canva einfach diese Karten dann zu erstellen, basically, und habe die Fragen dann reingeschrieben. Habe meinem Bruder davon erzählt, der so, auf geht's, Tracy, das ist nämlich auch so, er ist ein sehr tiefgründiger Mensch und der so, auf geht's, er hat mich direkt supportet und meinte, mach, zieh das aber durch. Und ja, da habe ich die Karten fertig entwickelt sozusagen, habe die dann ausgedruckt bei einem ganz normalen Copyshop mit einem Freund, habe gemerkt, wie scheiße das Spiel war. Und dann da hat es halt wirklich angefangen, der Prozess. Dann musste man es bearbeiten. Meine Freunde mussten es andauernd durchlesen. Also die Fragen neu beantworten? Ja, weil die nicht, also das war wirklich, ich habe mich hingesetzt, habe die hingeschrieben und dachte mir so, okay, ich bin fertig, ich kann das drucken. Da hatte ich auch gar keine Ahnung, was das alles kosten würde und inwiefern ich da eigentlich wirklich eine Firma brauche, die das produziert. Ich dachte, ich kann wirklich alles in einem Copyshop machen und dann ist gut. Ja, war falsch gedacht. Ja. Ab dann ging der Prozess halt, wie gesagt, los. Ich musste mich mit einigen Freunden die ganze Zeit hinsetzen, die mussten das Spiel tausendmal mit mir durchspielen. Mathilda, eine gute Freundin von mir, musste das auch die ganze Zeit durchlesen, mein Bruder auch. Und immer zu bearbeitet und dann kam es dazu, dass das Spiel irgendwann gut war, würde ich sagen, oder tiefgründig genug war und wir fanden, dass es tiefgründig genug war, basically. Also ihr wart so mit zufrieden mit dem, was ihr... Ja. Genau. Also würdest du sagen, dass da immer noch nicht so damit zufrieden? Nein. Also ich habe ich habe letztes Jahr damit angefangen gehabt, dieses Jahr so ungefähr im Februar fertig geworden mit den Fragen und seitdem habe ich so viele Fragen und wird das auch noch mal 10.000 Mal eigentlich bearbeiten. Das Spiel ist auch nicht perfekt geworden, aber ich fand's cool. Es war ein Projekt, das mir Spaß gemacht hat und ich finde es toll, dass ich geschafft habe, das zu machen mit der Hilfe meiner Ja, das ist nice, weil ich habe auch natürlich auf TikTok gesehen, dass natürlich auch gerade Paare, dass sich das geholt haben und das natürlich auch auf TikTok vorgestellt haben, also gerade die Leute, die auch TikTok machen. Und dann habe ich die ganze Zeit auch gesehen, so was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Dann habe ich ein Video von dir gesehen, wo du mit einer Freundin da saßt und sozusagen die Spiele... Genau, das war die Freundin Mathilda. Genau, und da habe ich gemerkt, habe ich gesagt, okay, sie ist da sozusagen dahinter und ist halt auch so ein Business, was hier in Deutschland, sage ich mal, auch nicht gibt. Also wie es halt in Amerika oder in England so zustande kommt. Und deswegen finde ich es interessant und ich würde mal gerne wissen, was für Fragen da sind. Ich würde mal gerne das Spiel mal spielen. Sehr gerne. Ja, let's go. Okay. Let's go. Zeig mal nochmal die Box da. Ja, Unlock Me. Checkt es auf jeden Fall ab in der Beschreibung. Okay. Ich bin aufgeregt. Wenger, du spielst auch dieses Spiel. Definitiv. Wir machen das so. Hey! Ich bin gespannt. Du darfst eine ziehen. Starte ich oder startest du? Du startest, dein Spiel. Ladies first. Nein. Wie nein? Du ziehst. Fange ich an? Ja, also basically, du kannst mir die Frage vorlesen und ich antworte. Also Okay. ich starte, keine Sorge. So, was ist eine Sache, von der es dir schwer fällt, loszulassen? Ich würde sagen, meiner Vergangenheit. Ich habe viel erlebt, viel gemacht, viele Dinge bereut, viel Spaß gehabt. Was zum Beispiel? Zu dem bereut oder Spaß gemacht? Spaß gehabt. Zu den Negativen. Zum Negativen. Ich war erstens sehr in der Welt, wie gesagt. An sich war ich aber auch, also, warte. Sie haben nicht gesagt, ob ich offen bin, gell? Ich nehme die heute auseinander. Nein, ist gut. Ich war ein Mensch, ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe viele Dinge zugelassen, die ich hätte zum Beispiel nicht zulassen sollen.
dadurch sind viele Dinge passiert, die man hätte umgehen können. Viele Traumas erspart, viele Menschen, die nicht verletzt worden sind. Ich habe zum Beispiel Menschen verletzt, die es gar nicht verdient hatten. Einfach, weil ich nicht wusste, hey, was ist eigentlich richtig. Ich wusste, was richtig und falsch ist, aber ich habe nicht zugelassen, dass ich wirklich sehe, ey, das ist richtig und falsch. Ich habe meine Augen einfach verschlossen und bin durch die Welt gelaufen und dachte mir so, ja, alles gut, ich mache mein Ding. Und ja, ich finde einfach, dadurch, dass meine Vergangenheit mich eigentlich gerade ausmacht, also ich meine, da sind auch Fragen drin, die sind sehr deep, wie gesagt, und ich finde, nicht jeder kommt direkt auf solche Fragen. Dann denkt man sich so, ach, woher hast du diese Fragen? Diese Frage bekomme ich meistens gestellt. Wieso denkst du überhaupt über sowas nach? Und das liegt einfach daran, dass ich so viel erlebt habe und von den Sachen fällt es mir halt meistens schwer, also momentan schwer loszulassen, aber ja, das ist ein Prozess. Nice. Muss ich diese Frage auch beantworten? Bitte, ja. Was mir schwerfällt loszulassen? Ich glaube, was mir schwerfällt loszulassen, war immer den Gedanken zu haben, dass, sag ich, mein verstorbener Vater nicht mehr bei mir ist. Also auch wirklich krass, also wirklich loszulassen, indem ich sage, okay, er ist gone, gone, gone. So, weil ich glaube, in dieser Zeit, deswegen kann ich es auch relaten, ich habe ihn verloren mit 9 und dann später, ich meine, mit 9 bist du noch ein Kind, dann fängst du an, gehst in die Schule, machst dann Abschluss, hier Privatfußball und so weiter und so fort. Und man hat natürlich sein Leben ganz normal weitergelebt, ohne irgendwie zu überlegen, was richtig und was falsch ist. Man hat einfach weitergemacht, gar nicht so gemerkt, was natürlich alles mit einem gemacht hat und einfach ja, ganz normal weitergelebt, seine Sachen gemacht, seine Fehler gemacht. Und ich habe halt dann irgendwann mal gemerkt, dass eine Sache, die mich komplett, sage ich mal, in mir drin ist, einfach, dass ich nicht losgelassen habe von der Trauer, die ich mit 9, sage ich mal, erfahren habe. So, und auch generell, wenn ich meinen Vater seinen Namen gehört habe, hat es mir in mir was gemacht. Und ich habe gemerkt, ich habe nicht losgelassen. Und das ist auch der Grund, warum ich vor 2 Jahren, sage ich mal, diesen Projekt gemacht habe, um einfach das loszulassen, um einfach die Türen für andere Dinge auch frei zu machen. Das ist so eine Sache, was mir sehr, sehr schwer gefallen hat. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Inwiefern hat sich das geprägt, dadurch, dass du nicht loslassen konntest? Was hat das mit dir gemacht? Ja, es hat mich geprägt. Es hat schon, also, warum ich das nicht loslassen, weil ich habe meinen Vater, sage ich mal, 9 Jahre kennengelernt. Meine Geschwister jetzt nicht so, weil die noch ein bisschen jünger war. Und so wie ich mit meinem Vater halt war, das war schon eng. Ich habe natürlich auch ja, negative Sachen so, aber ich habe halt gemerkt, zum Beispiel, als er dann gestorben ist, war ich die letzte Person, mit der er gesprochen hat. Ich konnte das erste Mal, sag ich mal, eine Leiche sehen von meinem Vater. Ich habe gesehen, wie er war danach. Und diese ganzen Sachen, also auch diese Gedanken und so, diese Vorstellungen, alles, das hat mich mein ganzes Leben, sage ich mal, begleitet. So. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe keinen Vater. Zum Beispiel, wenn ich dann zum Fußball gehe und ich sehe, Leute haben einen Vater dabei und ich habe keinen Vater, ich bin alleine. So, dann war das so für mich immer so, ey, wo ist mein Vater? So, ich habe mir es nicht eingestehen lassen zu sagen, okay, der ist nicht mehr da. So, ich dachte immer wieder, der kommt, also auch von Träumen und so. Ich habe ihn ja auch da manchmal gesehen im Traum. Und das war halt das Schwierige, weil ich auch immer wieder konstant daran gedacht habe. So, und immer gerne über ihn geredet habe und immer mehr wissen wollte. Das heißt, ich habe nie wirklich losgelassen, sondern wollte immer irgendwie eine gute Erinnerung haben und trotzdem diese Conversation beibehalten. War dann halt auch sehr, sehr oft beim Grab. Also da habe ich halt auch schon irgendwann gemerkt, ey, das ist zu viel. So, meine Mutter auch so, das ist zu viel. Und das hat mich einfach geprägt, indem ich dann einfach gemerkt habe, so, ey, ich bin auf diesem Weg, aber auch gerade mein Verhalten so gegenüber Menschen oder gegenüber auch ältere Leute oder wenn zum Beispiel meine Mutter jemanden jetzt mal kennenlernt oder so, ich kann es nicht so krass akzeptieren. So. Und da habe ich halt auch gemerkt, so, dass generell auch in mir selber drin habe ich gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, weil einfach man so gewisse Sachen gemacht hat, wo ein normaler, sag ich mal, jetzt nicht machen würde. So. Und ja, das sind so die Sachen, wo gewisse Sachen wie was? Zum Beispiel, wenn ich unter der Gruppe bin, ich war dann immer richtig ruhig. Also ich war nicht eine Person, die dann redet. Es kam dann eher so, manchmal kam es arrogant rüber, manchmal
war das schüchtern, so, aber ich war so eine Person, ich hab Menschen nicht vertraut, so, ich wollte nicht bei jedem offen, also ich wollte mich nicht öffnen bei jedem. Ich war so sehr in mir verkehrt, so, und ich hatte auch so grundsätzlich eine Wut in mir, so, das konnte so sich ändern, wenn ich mit irgendjemandem streite, ich konnte von 0 auf 100 bam, so, und das hat einfach, wo ich gemerkt habe, so, nein, Mann, so, normalerweise, ich bin eine ruhige Person, ich rede nicht viel so, aber es ist irgendwas in mir, was noch so einen tiefgründigen Schmerz in mir drin hat, was ich komplett loslassen muss, um einfach zu leben, so, weißt du, um einfach wirklich von der Seele her zu leben. Also ich rede nicht von Leben da und dahin gehen, sondern wirklich glücklich zu sein in meiner Seele. Und das habe ich gemerkt, das war ich von einer gewissen Zeit nicht. Hatte das Einfluss auf deine Beziehungen? Meine Beziehung, ja, auf jeden Fall. Es hatte auf jeden Fall es hatte den Einfluss, dass ich habe Menschen nicht, meine Beziehung, also die Person habe ich nicht vertraut. So, es gab öfters der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich vertraue die Person nicht. So, und ich war so unsicher, wo ich mir dachte, so, warum will die Person, also was, wie soll ich sagen, was will die Person eigentlich von mir? So, ich habe auch ein bisschen an meinen Wert gezweifelt. Ich wusste zwar so Gesicht, wenn ich irgendwo hin bin, Leute sehen mich some kind of way, so, also schon, ja, der ist hübsch oder keine Ahnung, so, der ist so und so. Aber ich dachte mir, wenn ich dann jemanden Enges kennengelernt habe, was ist ihre Intention? Ich habe halt nicht vertraut. Plus, ich konnte halt gar nicht kommunizieren. Ich war halt auch nicht, ich habe eine erwachsene Beziehung geführt, aber ich war nicht erwachsen. Verstehst du? So, like, du warst noch vom Kopf, wenn zum Beispiel Streit kam oder so, entweder bist du aus dem Weg gegangen oder du hast dich darauf eingelassen und das war keine Basis, sondern jeder hat rumgeschrien. So. Und da hast du halt einfach auch gemerkt, du führst eine Beziehung, aber du bist eigentlich gar nicht wirklich erwachsen. Krass. Aber wie war das bei dir in Beziehungen so? Hat sich das, was du sozusagen erlebt hast, wo du gesagt hast, negativ und so Sachen, wenn du dann in eine Beziehung gegangen bist, hast du das dann mitgeschleppt oder? Definitiv, habe jedes Päckchen mitgeschleppt. Also ich glaube, also ich würde wirklich sagen, ich habe mich hier letztes Jahr erst überhaupt gefunden, so wirklich, mich kennengelernt. Ich habe die letzten 22 Jahre davor, habe ich einfach so dahin gelebt und alles, was kam, ging einfach mit mir. Also ich ging einfach mit der Welle immer mit. Und das war zum Beispiel so, dass wenn jetzt ein Typ kommt, okay, jetzt, und der sagt, ey, ich mag dich echt, dann sind wir zu einer Beziehung. Ich bin einfach echt, es war so, ich bin einfach mitgegangen, einfach weil ich, wie du auch gesagt hattest, meinen Wert gar nicht kannte. Also bei mir war es so, ich habe nicht mal darüber nachgedacht, was gerade wirklich passiert, was die Wirkungen davon sind. Ich bin wirklich einfach mitgegangen und das war eine echt traurige Phase, weil einfach dadurch so viel Schlimmes passiert ist zum Beispiel. Auch wahrscheinlich in dir, ne? Also ja, definitiv. Also ich war auch in Therapie da, deswegen. Ich bin so zum Beispiel ein Mensch, ich komme seit immer schon gut mit Menschen klar. Und irgendwann habe ich angefangen, mich zu fragen, warum. Und kam nie drauf. Und in Therapie habe ich zum Beispiel gemerkt, ich passe mich sehr gut Menschen an. Also ich kann echt überall sein und du wirst dich wohl bei mir fühlen. Das ist mir zum Beispiel oft wichtig, dass Menschen sich bei mir wohlfühlen. Und die Frage war vom Therapeuten dann zum Beispiel so, und was passiert, wenn du jetzt da nicht also wenn du dich da nicht anpassen würdest und andere sich dir anpassen würden? Wie wäre das dann für dich und was würde sich ändern? Und dann war so ein Moment, eigentlich wusste ich das sind Sachen, die ich weiß, aber er musste mir das sagen, damit ich es verstehe. Und da hat sich zum Beispiel mein Umfeld auch komplett geändert, weil ich dann gemerkt habe, so, es gibt Situationen oder ein Umfeld, in dem ich einfach gar nicht sein möchte und immer reingepasst habe. Ich habe überall reingepasst, deswegen war ich überall mit. Und wenn ich sage überall, meine ich überall. Deswegen, also ja, seitdem, ja, seit letztem Jahr zum Beispiel, also eigentlich bin ich dann mehr zu mir selbst und habe meinen Charakter eigentlich jetzt entwickelt erst, so, also im Prozess, obviously. Merkt man wahrscheinlich dann auch so im Innerlichen, gell? Wahrscheinlich dann auch so. Definitiv. Also ich habe eine innere Ruhe, die hatte ich zuvor noch nie. Auch eine Fülle einfach, weil ich habe mich sehr leer gefühlt und habe nie verstanden, woran es liegt. Und ich habe einfach gemerkt, dass es daran liegt, dass ich überall bin und nie ich selbst bin oder nie wirklich da war auch irgendwo. Ja. Nice. Next question, please.
Benga, zieh du mal. Gell? Warte. Komm, ich nehme mal das. Okay. Hey! Erzähl mir von einer Zeit oder Situation, in der deine Handlung im Widerspruch zu deiner moralischen Einstellung standen. Ja. Eigentlich müsstest du jetzt anfangen, ne? Pausch. Super. Schwierig. Ja, schwierig. We skip that question. Weißt du, Willst du anfangen? Weißt du was? nee, definitiv nicht. Mhm. Ja, kannst gerne anfangen. Also, lass dir Zeit, kein Stress. Du darfst eine neue ziehen. Du darfst eine neue ziehen. Ich? Okay. Charlie. Ich sehe schon. Libre. Libre. Man muss echt gut nachdenken, deswegen, ja. Hey, was sind deine Erwartungen von deinem Partner in einer ernsten Beziehung? Boah, meine Erwartungen. Boah, ich sag mal so, früher hatte ich sehr, sehr hohe Erwartungen. Also, ich habe selber nicht gemerkt, dass ich so hohe Erwartungen hatte. Das war schon, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, da müsste ich ja schon, also das müsste eine 100%, das muss 100% sein. So. Aber ich sag mal so, die Erwartung, was ich habe, ist natürlich Loyalität. Also ich glaube sogar Loyalität über Liebe sogar. Weil das, ich weiß nicht, also wenn eine Person nicht loyal ist, also du kannst eine Person lieben, aber auch jemand, der dich liebt, kann dich verraten. So. Und ich glaube, Loyalität geht, also wenn jemand loyal zu dir ist, also wenn ich mal gucke jetzt vom Weltlichen, weil ich, sag ich mal, ein großer Fan bin immer von 50 Cent, so und sein Kollege Tony Yeo, der sagt zum Beispiel, seit er da ist, also auch 50 Cent, beide von sich, diese Freundschaft ist halt eine krasse Freundschaft, weil ich mir denke, so abseits von Musik, so sind die loyal gegenübereinander. So, die sind seit Tag 1 da, der eine redet so von dem, der andere so und der sagt auch, ey, egal wo ich sogar im Gefängnis war, der war im Gefängnis und ist rausgekommen und 50 Cent hat weitergemacht und hat sozusagen das Geld, was er damit durch Tony Yeo verdient hat, hat er dementsprechend ihm gegeben, als er rausgekommen ist. So, das heißt, er kam raus als Millionär, so, weil 50 Cent einfach da war und weiter für ihn Support hat, seine Familie und so weiter und so fort. Und ich finde, wenn ich sowas sehe, brauche ich natürlich auch Freunde, Partner, die einfach loyal sind. Das ist also das ist Number one. Und natürlich jemand, der mich natürlich unterstützt, mich mitzieht. Also was nicht mitzieht in der Hinsicht, dass ich chille und die zieht mich mit, sondern jeder hat ja, zum Beispiel du weißt Sachen besser als ich, so, und da kannst du mir dabei helfen, mich auf deinem Stand oder, weißt du, so ein bisschen mitzuziehen. Und wenn du da so eine Partnerin hast oder eine ernsthafte Beziehung führst und die dementsprechend dich mitzieht oder euch gegenseitig mitzieht, ist es halt natürlich Gold wert. So. Findest du, du hattest sowas schon mal? Ich glaube, wenn ich jetzt mal ganz rough überlege, dass mich jetzt jemand so wirklich mitzieht, klar, vielleicht in gewissen Situationen, aber dass ich jetzt sage, so, okay, die weiß vielleicht, keine Ahnung, irgendwas besser oder so, mich da mitzieht, jetzt so krass, ja, und ja, so ernsthafte Beziehung einfach, ich glaube einfach für mich, die Erwartung ist einfach, dass die Person weiß, was sie will und einfach auch weiß, ja, was das Ziel in der Beziehung ist und dass man auf den gleichen Page ist, ja, würde ich mal sagen. Okay. Bei dir? Wie du auch, hatte ich lustige Erwartungen vom Partner vorher. Ich würde jetzt sagen, dass die einzigen zwei Erwartungen, die ich habe, sind, dass wir dieselbe Liebe zu Christus teilen zum Beispiel. Das ist mir
wichtig, weil einfach so viel mitkommt. Einfach weil ich gemerkt habe, wie Christus mein Herz verändert hat und was das ausmachen kann in einem Leben. Hatte ich davor auch nie erwartet. Und auch unterstütze. Also wie gesagt, die meisten Sachen kommen einfach mit dem Christus. Also es deckt viele Bereiche ab. Aber auch, dass man sich gegenseitig wirklich unterstützt. Also dass wir wirklich Freunde sind. Also dass ich weiß, ey, ich habe einen Freund, auf den ich zählen kann. Und wir sind füreinander da und halten uns auch accountable, sollte irgendwas passieren. Also ich finde, man sollte ehrlich und offen kommunizieren können. Aber auch, ja. Aber es ist auch wichtig, was du auch gerade gesagt hast. Das habe ich auch jetzt, sage ich mal, in den letzten Jahren gemerkt, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese gleiche Glauben zu haben. Weil wir hatten ja vorhin ein bisschen gesprochen gehabt, und ich war so ein Mensch, also es gab mal eine Zeit, da habe ich mir so dabei gedacht, obwohl ich, sag ich mal, im Glauben, sag ich mal, aufgewachsen bin, Eltern, Familie und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich aber mir gedacht, so, Mensch ist ja Mensch, so, wenn der die gleiche Wert hat, warum kann ich jetzt nicht mit den oder den zusammen sein, weißt du, oder den und den kennenlernen. Aber dann irgendwann hab ich dann auch, sag ich mal, bin ich auch mal reingetapft und habe mal so das Ganze gesehen und dachte mir so, irgendwann habe ich gemerkt, so, irgendwas in mir verfüllt sich nicht. So, du merkst, irgendwas fehlt. Ja. So, und du merkst auch natürlich auch, dass, ohne dass du es überhaupt realisierst, weil du vielleicht auch die Brille aufhast und so, merkst du, das kann gar nicht funktionieren, weil da einfach ja, dieser gleiche Glaube nicht da ist. Da fehlt was, dieser gemeinsame Nenner fehlt, ja. Und das ist natürlich wichtig, wenn du, na klar, es ist immer wichtig zu sagen, okay, man soll was gemeinsam haben, aber gerade dieses Glauben, wenn du das, sogar wenn ihr nicht mal krass drinne seid, muss schon, weißt du, ich meine, das verbindet schon irgendwie. Ja. Wo man dann sagen kann, okay, wir sind vielleicht nicht beide da drin so richtig, aber wir können daran wachsen und intensiv das Ganze angehen. Ja. Aber wenn das gar nicht mal da ist, wie funktioniert es dann, wenn ihr Kinder habt und so weiter und so fort? Und da habe ich gemerkt, so, das ist mir auch wichtig. Was ich natürlich auch, oder das hat natürlich auch mein Auge, sage ich mal, geöffnet, dass klar, Mensch ist Mensch, aber wenn es in diese Richtung hingeht, brauchst du das auf jeden Fall. Definitiv. Meine Werte haben sich dadurch, wie gesagt, auch komplett verändert. Also ich konnte viel Mist machen früher, muss ich sagen. Also ich war einfach da. Ich konnte alles machen. Und wie ich jetzt, also ich kann niemanden einen Euro klauen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Ich kann das nicht mehr mit meinem Herzen vereinbaren. Und ich glaube daran, dass Christus das nicht nur mit mir macht, sondern auch mit anderen Menschen. Und wenn ich so einen Menschen treffe, dann fühle ich mich erfüllt einfach, basically. Deswegen, ja. Nice. Hey. Let me take this one. Danke. Hast du das Gefühl, als selbstverständlich angesehen zu werden, weil du manchmal sehr geduldig bist? Selten, weil ich war nicht unbedingt ein geduldiger Mensch und momentan wird meine Geduld nicht wirklich getestet. Deswegen würde ich sagen, nein. Aber an sich finde ich, Menschen neigen einfach dazu, dich als selbstverständlich anzusehen. Vor allem, wenn du jetzt viel netter zu ihnen bist zum Beispiel. Ich versuche mein Bestes, meinen Mitmenschen gegenüber mit Liebe zu begegnen. Und manche sehen das als selbstverständlich und treten halt einfach auf dich drauf irgendwie. Und das ist halt etwas, was sehr schwer ist. Aber ja, man muss das hinnehmen, glaube ich mal einfach. Also, ja, das ist schon. Also ich zum Beispiel, ich würde auch nicht sagen, dass ich das so erlebt habe, glaube ich. Aber ich bin auch so eine Person, ich achte drauf. Also ich achte, glaube ich, drauf, weil ich war auch eine Person, ich war nicht geduldig, aber ich glaube, im Alter ist es natürlich auch dazu gekommen, dass man da geduldig war. Und ich bin so eine Person, ich achte darauf, sobald ich merke, du nimmst das Ganze als selbstverständlich, bin ich weg. Also da bin ich radikal. Findest du das gut? Ja? Ja. Für mich persönlich ja. So, nein, wenn ich merke, weil jetzt kenne ich meinen Wert. Davor konntest du vielleicht diese Sachen machen,
Nicht auf diese Art und Weise, weil ich weiß, was du meinst. Okay. Ich weiß, was du meinst. Erklär so, dich. Guck mal, ich weiß, was du meinst. Aber guck mal, ist nicht so, dass ich sage, okay, ich kenne meinen Wert und nobody can afford. So, nein. So, aber ich meine, guck mal, du merkst ja, sagen wir mal eine Beziehung, du merkst ja, wenn jemand dich für selbstverständlich nimmt, weil du vielleicht, keine Ahnung, die Person will dich kennenlernen, du gibst der Person Zeit, du hast selber vielleicht Geduld, diese Zeit zu geben. Aber die Person nimmt es vielleicht als selbstverständlich, weil du einfach vielleicht der nette Mensch bist und so. Und anstatt dass er sich fokussiert auf dich, weil er dir auch die Zeit gegeben hat, fängt sie an, vielleicht das sozusagen auszunutzen, um vielleicht jemand anderes kennenzulernen und dich sozusagen on hold zu halten. So, dass du vielleicht da bist und wenn es vielleicht mit der anderen Person nicht klappt, dann bist du da, weil du ja auf mich wartest. Ja, Verstehst du, was ich meine? Verstehe es. So, und wenn ich das zum Beispiel merken würde, dann wäre ich zum Beispiel weg. Und das finde ich nicht als Willst du noch schlimm. so ein bisschen kommunizieren drüber oder wärst du wirklich Nein, einfach ich würde schon darüber, also natürlich würde ich darüber, ich würde nicht weg sein. Ich würde schon offen darüber kommunizieren, aber wenn ich merke, dieses Gespräch, diese Kommunikation, ich merke, dass da irgendwie ein Fragezeichen ist, dann ist es für mich so eine Sache, wo ich mich so langsam distanziere. Also es ist nicht so, dass ich da sage, okay, ich schreibe dir heute Morgen, also ich schreibe dir nicht mehr, oder aber ich würde mich so langsam distanzieren und gucken, was von deiner Seite jetzt kommt. Und darauf würde ich dann sozusagen das Ganze judgen, wie du mich dann dementsprechend siehst, weißt du? Oder auch generell bei Freunden oder sonst irgendwelche Sachen. Also das ist schon eine Sache, wo ich schon ein Auge darauf habe, dass ich sozusagen nicht als selbstverständlich gesehen werde. Weil ich glaube, früher war das, glaube ich, so, weil ich bin ein Mensch, ich helfe gerne, wenn mich jemand ruft, bin ich da, so, und das ist so eine Sache, wo ich gemerkt habe, like, ich helfe dir zwar, aber wenn ich ein Problem habe, hilfst du mir, so, weißt du, was ich meine? Ich muss mich auch auf dich verlassen. Ja, ich muss mich auch auf dich verlassen können und wenn das halt nicht so der Fall ist, dann ziehe ich mich so ein bisschen zurück. Nicht, dass ich mir jetzt Kontakt abbreche, aber so, ich ziehe mich so ein bisschen zurück. Kommunizierst du aber direkt, wenn du merkst, ich fühle mich gerade, du siehst mich gerade als selbstverständlich an? Früher habe ich es nicht kommuniziert. Früher bin ich einfach gegangen. So, früher ist ciao. So. Aber jetzt so eine Sache, wo ich gemerkt habe, ich muss darüber kommunizieren, ich muss das sagen. Ich muss sagen, was ich fühle. So, aber auch jetzt nicht nur für Selbstverständlichkeit, sondern generell, wenn ich etwas fühle, ich muss es aussprechen. Wie kam es sagen. dazu? Also die Veränderung, dass du jetzt in der Lage bist zu kommunizieren? Ich glaube, das, was wir das erste Thema gesprochen haben mit Loslassen, das ist, glaube ich, so eine Sache, als ich das mit meinem Vater sozusagen gemacht habe, habe ich natürlich auch über mein Leben nachgedacht. So, was ich da vorher gemacht habe, in welchem Freundeskreis ich war, was so meine Ziele waren, all diese ganzen Sachen über mein Leben so komplett mal, wirklich alle Gefühle mal rangelassen, weil davor war es so, abgebrochen, so abgeblockt. Wenn es gekommen ist, vielleicht ein bisschen nachgedacht, dann abgebrochen so. Ja, verstehe. Und diesmal habe ich einfach alles kommen lassen und mir wirklich auch die Zeit genommen. So, es gab eine Zeit, da habe ich, glaube ich, Instagram für ein paar Monate, glaube ich, deaktiviert. Ja, also so, um einfach für mich so zu sein und zu gucken, was geht. Und da habe ich halt gemerkt, so, ich muss kommunizieren. Das hat meine Mutter mich schon seit early gesagt, weißt du, dass ich, wenn irgendwas ist, ich soll es sagen. Ja. Wenn ich irgendwas fühle, sag es. Bist du durch den Prozess so allein gegangen? Nee, mit meinen Kollegen. Okay. Also ich schon alleine, aber ich hatte halt einen Kollegen, also einer meiner besten Freunde, der auch nonstop schon mit mir da war. Also der mit mir auch geredet hat, mit dem wir halt tiefgründige Gespräche, also den ich auch erzählt habe, wie ich mich wirklich fühle, so, der auch das gesehen hat und der auch dann, sage ich mal, durch, dass ich mich öffne, hat er sich auch geöffnet, so mit seinen Sachen. Ja. Und dann waren wir so, also Männer reden ja eigentlich fast nicht so, wir waren aber so, dass wir sagen, ey, wir hauen einfach alles raus, dann haben wir halt geredet, gequatscht. Und da habe ich halt auch wieder gemerkt, so, ey, es ist wichtig und das ist eine Sache, die wir kommunizieren auch, weil wir halt auch gemerkt haben, dass abseits von uns jetzt auch Freunde nicht kommunizieren. Das weißt du, nicht reden, auch über deren Fehler. Ja. So. Und das Traurige zum Beispiel, ich habe einen Freund, der ist auch letztes Jahr gestorben, hat auch viele Sachen durchgemacht, war auch hier bei Let's Talk. Und ich bin der Meinung, wir waren zwar befreundet, wir waren jetzt nicht eng, aber wir waren befreundet, wir kannten uns, wenn irgendwas war, wir waren da. Und er ist was durchgegangen, was er nicht kommuniziert hat, weißt du? Und er hat es ganz alleine durchgemacht. So, und
hätte er dementsprechend, wäre sonst irgendwas sagen, kann man sagen, aber ich glaube, hätte er, sage ich mal, kommuniziert, hätte man ihm helfen können. Und das habe ich damals von meinem Vater schon erlebt. Weißt du, hätte er kommuniziert mit seiner Frau, mit meiner Mom oder weiß ich was, wäre das vielleicht nicht so zustande gekommen, wie es dann zustande gekommen ist. Und das alles hat mir sozusagen die Augen geöffnet, wo ich gesagt habe, wenn ich was fühle, sage ich das. Ja, ich finde es halt schwierig. Mein Problem war zum Beispiel, ich habe keinen Raum gehabt. Also jemand muss diesen Raum schaffen, dass du in der Lage bist zu kommunizieren. Und das ist halt ein sehr gemütlicher Raum. Der muss irgendwie gemütlich gestaltet sein, weil es ist eklig, was kommt dann, diese ganzen Gefühle auch zuzulassen und rauszulassen, anzunehmen, dass du, keine Ahnung, verletzlich bist oder deinen Wert nicht erkennst. Das sind alles keine schönen Sachen. Und ich finde, man muss halt wirklich diesen Raum schaffen. Und das machen ganz viele Männer vor allem nicht. Und deswegen. Aber warum hast du denn, sag ich mal so, warum ist es dir wichtig, dass ein Mann dir den Raum erschafft? Weil manchmal, sage ich mal so, gerade jetzt, weil du gesagt hast, auch Dates, am Anfang Dates und so weiter und so fort, da schafft man ja, sage ich mal, eine Atmosphäre, einen Raum, über gewisse Sachen zu reden. Aber ich finde, manchmal ist auch eine Sache, wo, wenn der Mann vielleicht, weil du weißt ja auch nie, wie der Mann aufgewachsen ist. Ist er eine Person, der aufgewachsen ist, wo halt im Haushalt kommuniziert wird oder, das weißt du ja am Anfang nicht, wenn du datest. Bei den meisten schwarzen Jungs ist es, sie sind in einem Haushalt aufgewachsen, wo sie nicht gelernt haben zu kommunizieren oder Aber das im weißt du doch Nachhinein. gar nicht, das bei den meisten. Also, wenn ich mich anschaue und meine Freunde, die aber auch verschiedenen Typ haben, was schwarze Männer angeht, es ist immer das Gleiche. Also nicht alle sind so definitiv, nein, aber wie gesagt, manche prägen auch einige Situationen, aber es ist Aber immer eine kurze Frage, in welcher Altersgruppe? die Männer In deinem Freundeskreis? So. von meinem von 22 bis so 36. Würdest du sagen, von dieser Zeitgruppe kommunizieren die nicht? Die kommunizieren, also Was du jetzt gerade gesagt hast. So. ja, wirklich. Also die Männer, die ich gedatet habe zum Beispiel, die konnten nie kommunizieren und die waren alt genug, um zu kommunizieren oder es gelernt haben, weißt du? Also ist schon hart. Es ist hart. Ja, deswegen sagt man auch, man muss kompatibel sein. So, um einfach, weil wenn du sagst zum Beispiel, du willst, keine Ahnung, du suchst vielleicht einen, das heißt, du suchst einen Mann, aber du willst zum Beispiel, um dich zu expressen, brauchst du jemanden, der diesen Raum sozusagen schafft. So, aber ich frage mich dann so, okay, warum? Weil manchmal ist es auch so, dass du einen Mann dazu bekommst, sage ich mal, sich zu öffnen und diesen Raum zu schaffen, auch für dich, wenn du, sage ich mal, vielleicht auch die richtigen Fragen stellst. Genau, vielleicht das auch, ist es. Die richtigen Fragen stellst, um einfach, also richtige Fragen stellst, meine ich jetzt nicht so, dass er dann sich so fühlt, so einer auf den so, was will die eigentlich von mir? Sondern einfach auch die richtigen Fragen, wo er merkt, okay, ich kann mich jetzt öffnen. Ja. So, ich kann jetzt. Genau, ich finde, man muss auch einem Mann den Raum, also vor allem Männern, wenn es um Männer und Frauen geht, müssen Frauen den Männern diesen Raum schaffen, weil ich habe mitbekommen, dass das meistens der Fall ist, dass die Männer, die kämpfen für sich, also sie haben ihren Kampf und die Frau öffnet sich, der Mann hat den Raum für sie geschaffen, aber sie fühlen nicht, dass sie diesen Raum gerade haben. Genau. Und das ist so meistens das Problem, ist mir aufgefallen, wenn es um Frauen und Männer geht, dass Männer sich eigentlich trotzdem, also ihr kämpft immer für euch, warum? Ja, aber weil es auch, guck mal, ich sag mal so, ist heutzutage, also mit der Generation oder keine Ahnung, ist ja schwierig. Also ich sag mal so, ist schwierig, das, was ich jetzt, sage ich mal, sehe oder auch erlebt habe oder generell auch bei Freunden oder meinem Umfeld, ist es schwer, natürlich eine Frau zu vertrauen. So. Warum? Weil du siehst, du paintest, guck mal, ich will jetzt nichts gegen Frauen, nicht, dass ich in dir komme, nein, guck mal, aber ich sag mal so, guck mal, du siehst ja, du hast ja TikTok, du siehst Podcasts, du siehst Stories, du siehst gerade zum Beispiel Ghana, Dezember, du hörst Stories und so weiter und so fort. Und wenn du dann als Mann Single bist und dir darüber überlegst, darüber nachdenkst und du denkst und diese Vorstellung, dass deine Freundin, die du vielleicht irgendwann mal kennenlernst oder sonst irgendwelche Sachen, das dir antun könnte, ist natürlich automatisch in deinem Kopf, dass du erstmal guckst, ey, ich lerne diese Person kennen, so lange wie es geht. Aber das ist es. Du lernst sie kennen, aber du gibst ihr nicht die Chance, dich wirklich kennenzulernen. Ja, weil du halt einfach noch so ein bisschen Abstand hast, weil du Angst hast. Du hast Angst,
das ist das, was ich mir vorstellen kann, dass die meisten das haben, einfach Angst haben, sich so zu öffnen, dass halt, also sich so zu einer Frau zu öffnen, dass er halt auch verletzlich ist. Weißt du, weil Aber findest du Verletzlichkeit schlimm? ist nicht, also für mich ist es nicht schlimm. Also ich sag mal so, ich habe das ja, sag ich mal, seit ich jung, also erlebt, sage ich jetzt mal so. Und ich denke mir immer so, okay, was Schlimmeres kann es sein als das? Verstehst du? Das ist so meine Mentalität so. Klar, es gibt vielleicht ein anderes Gefühl dann so, das. Aber ich denke mir immer so, was ist schlimmer als das, weißt du? Und deswegen kann ich das auch mehr zulassen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass einige Männer da draußen sich auch denken, okay, like, ich muss der Person so krass vertrauen, dass ich überhaupt diesen Raum habe, mich so zu öffnen, dass, weißt du, was ich meine? So Ja, voll ich kompliziert, so, Ich weißt du? verstehe. Weil da merkst du auch immer dann so, okay, wenn der Mann dann von einer Frau redet, so, dann also wenn er dann die richtige gefunden hat und so, dann redet er ganz anders, weißt du? Also sehr positiv, dass sie Einfluss auf ihr Leben, auf sein Leben hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, da kommt es dann einfach, dass er jemanden gefunden hat, wo er dann halt einfach weiß, er kann der Person wirklich zu 100% vertrauen. So, das ist so meine Erklärung von der ganzen Sache. Oder bist nicht meine Meinung? Bist du ein offener Mensch? Ja. Auch wenn du jetzt also jemanden kennenlernst, bist du da offen oder wirklich eher zurückhaltend? Nein, offen. Auch was deine Gefühle angeht? Ja, ja. Okay. Was denkst du? Ich kann nur das nehmen, was du mir sagst. Ne? Ja, aber was denkst du? Wir fragen dich einfach so. Ich denke nicht. Aber es ist okay. Nee, also schon. Also früher vielleicht nicht. Aber jetzt, also wenn ich jemanden fühle, sage ich, dass ich fühle. Ja, aber das meine ich Wenn nicht ich sage, ich liebe die Person. Wenn ich sage, keine Ahnung, wenn ich, sag ich mal, ein Gefühl in mir habe und das zu expressen, sage ich das. So egal, wie die Konsequenzen dann sind. Okay. So. Also ich sage das, was in mir drin ist. Das ist das, was ich ja vorhin gesagt habe. So. Also ich denke mir so, okay, für was soll ich das nicht ansprechen und das in mir behalten, wenn das sowieso, also irgendwann muss ich sowieso sagen. Verstehst du? Ob ich das heute oder morgen sage, ist ja egal. Das stimmt. Ja. Hast du überhaupt diese Frage beantwortet? Was war die Frage? Hast du das Gefühl, als selbstverständlich angesehen zu werden, weil du manchmal sehr geduldig bist? Ja, ich habe die zuerst geantwortet. Hast du beantwortet, gell? Ja. Okay, dann the last one. Auf geht's. Was würde dich dazu bringen, an uns festzuhalten, wenn unsere Liebe vergeht? Die Frage ist auf Beziehung, also Paare ausgerichtet. Ach so. Also allgemein, Allgemein. Was würde dich dazu bringen, an einer Beziehung festzuhalten, wenn die Liebe zwischen euch beiden vergeht? Und meine Antwort ist, wie auch immer, die Freundschaft zwischen uns beiden. Also mir ist echt wichtig, dass ich und mein Partner wirklich Buddies, also wir sind Freunde. Und wir können miteinander reden, wir sind offen, wir sind ehrlich und es sollte nicht zu schlimm sein, um anzusprechen. Also deswegen ist mir dieser Raum von beiden Seiten wichtig, weil ich weiß, ich gebe Menschen zum Beispiel diesen Raum, aber dadurch, dass mir das so einfach fällt, diesen Menschen den Raum zu geben, weiß ich auch, wo ich darauf achten muss, dass ich spiele mit meinem Kopf. Also ich sehe es, wenn ich den Raum bekomme, sehe ich ihn und ignoriere ihn absichtlich. Aber kurze Frage, bist du ein gedanklicher Mensch, der viel über gewisse Sachen nachdenkt, auch über Kleinigkeiten? Ich overthinke nicht wirklich, aber ich denke schon, schon alles durch, also wirklich. Also sagen wir mal, du gehst jetzt auf ein Date, gell? Du hast den Typen kennengelernt, du fühlst ihn, alles schön und gut. Du kommst auf den Tisch, du bist da, ihr trifft euch. Denkst du da schon nach, okay, wie wird das sein, was mache ich, was sage ich? Oder willst du einfach sagen, du gehst da hin und chillst? Nein, eigentlich, ich gehe da einfach rein in die Situation und lese halt ganz viel Körpersprache und versuche. Ich gucke dann einfach so, okay, ich stelle halt die richtigen Fragen, wie gesagt, um zu wissen, okay, ich muss so und so mit dir umgehen und gerade bist du auf das und das, reagierst du sensibel oder ignorierst du? Und ich lasse dich die Sachen ignorieren und tu so, als würde ich sie nicht sehen. Und ja, ich lese einfach. Also ich muss dich verstehen. Das ist mir irgendwie sehr wichtig, weil wie du, ich habe auch irgendwo Angst vor Menschen. Deswegen bin ich sehr vorsichtig und versuche ich versuche sie so gut wie möglich zu verstehen, bevor ich mich zum Beispiel auch öffne. Und deswegen ist dieser Raum, der mir geschaffen wird,
also mir muss der Raum eigentlich geschaffen werden, weil ich kann das eigentlich, wie gesagt, relativ gut. Und ja, genau, die Freundschaft ist es, wie gesagt, und ja, dass ich mich auf jemanden verlassen kann einfach. Und ja, was würde dich dazu bringen, an einer Beziehung festzuhalten? Auch Freundschaft. Also ich glaube, was mir jetzt, sag ich mal, oder was ich gelernt habe, ist einfach, dass du eine Person an deiner Seite haben musst, also für mich, so, das ist meine Meinung, mit der du, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, befreundet sein kannst. Also wenn zum Beispiel die Liebe vergeht, bist du trotzdem mit der Person befreundet, sage ich jetzt mal so. Kannst mit der alles machen, also du hast Spaß mit der, du kannst das und das, also alles, was eigentlich du mit deinen Kollegen machen kannst, kannst du auch mit ihr machen. Richtig. So, und ihr könnt über alles reden, könnt eure Probleme, also ihr könnt auch, also zum Beispiel auch wenn es negativ wird, versteht ihr auch. Also ihr wisst auch, okay, das und das meint er zum Beispiel. Wenn ich jetzt einen besten Freund jetzt weiß, er meldet sich jetzt einen Monat jetzt nicht, bin ich jetzt nicht sauer auf den, sondern ich weiß warum. So, und das muss ich mit meiner Partnerin auch haben, dass wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht nach Hause komme und nicht rede, dann muss sie verstehen, dass es vielleicht nicht auf sie bezogen ist, sondern vielleicht dadurch, dass ich vielleicht einen harten Arbeitstag habe oder was auch immer. Ja. Und diese Beziehung, also beziehungsweise diese freundschaftliche Beziehung muss natürlich für mich da sein, dass halt einfach, wenn, sag ich mal, die Liebe vergeht, weil die Liebe wird vergehen irgendwann, dass sie halt trotzdem da ist, dass ich trotzdem mit der Spaß haben kann, dass ich nicht nach Hause komme und denke mir, Alter, ich habe keinen Bock, ich will raus, so, weißt du. Und das ist halt das Problem, wenn du gerade die alte Generation guckst, die dann halt, weiß ich meine, abends dann trotzdem noch draußen sind und in der Bar sind, weil ich einfach zu Hause nicht wirklich wohlfühle. Das ist es. Das habe ich mir immer gesagt, das will ich niemals haben, dass ich mich nicht zu Hause wohlfühle, ob jetzt Frau, Kind. Like, ich will trotzdem das Gefühl trotzdem haben, dass ich, wenn ich nach Hause komme, dass trotzdem mein Paddy da ist. Weißt du, so genau. Mäßig. Genau. Und ja, sonst noch irgendwas von Unluck Me? Ey, diese Fragen sind krass, gell? Die Fragen sind krass, sag dir ehrlich. My bread. Aber diese Fragen sind nice. Also checkt es auf jeden Fall ab. Link ist in der Beschreibung. Muss mir auf jeden Fall nochmal den Link schicken, wo man die auf jeden Fall bekommen kann. Aber was mich jetzt nochmal gerne interessieren würde, ist einfach, wie läuft es aktuell? Also wie ist so die Resonanz? Also ich habe jetzt gerade mit dir gespielt. Ich meine, wir hätten jetzt noch 20 Stunden bis heute Abend darüber noch reden können. Und Kartenspielen, wie ist denn so Resonanz von Paaren, von einzelnen Leuten? Am Anfang, also das Spiel hat nicht unbedingt viel Aufmerksamkeit, aktuell auch nicht. Aber am Anfang war es so nichts. Dann von Paaren war es wirklich dieses, wow, ich liebe das Spiel, mega krass. Es haben auch immer mehr und mehr Leute bestellt. Zum Beispiel, es kommen gerade durch die Videos auf TikTok auch immer mehr Bestellungen rein, was echt nice ist. Und ja, also Leuten gefällt das Spiel. Bei 2, 3 habe ich auch mitbekommen, es hat ihnen nicht gefallen. Ich habe auch gefragt, wieso und so. Und habe einfach gemerkt, dass manche Menschen sind einfach shallow. Also, man muss doch offen, also man muss ehrlich sagen, man muss offen dafür sein. Ja. Die erste Karte lautet auch, also die erste Karte ist zum Beispiel ein Versprechen an die andere Person, dass man sich jetzt öffnen würde. Und das ist was du mich am Anfang gefragt hast. Hier. Und ja, deswegen, also es bringt halt nichts, das Spiel zu spielen, wenn du nicht bereit bist, deine Karten offen zu legen. Also ich hätte dir auch diese ganzen Sachen mit einem Wort beantworten können und du mir genauso. Und wenn man nicht bereit ist, sich zu öffnen, dann wird das Spiel 10 Minuten gehen. Ja. Aber ja, stimmt. Deswegen, also ja. Aber es läuft gut, ich bin glücklich darüber, wie gesagt. Also die Kinder werden sich sehr freuen. Und, Nice one, nice one. Willst du noch irgendwas zu den Zuschauern sagen? Wir haben das Spiel jetzt gespielt, ey, ich bin fix und fertig. Ist auf jeden Fall, also meine Resonanz oder beziehungsweise meine Bewertung zu dem Spiel ist geistkrank. Also ich sag mal so, wenn du wirklich abends, also ich sag mal so, du kannst auch unter Jungs spielen. Also so ist jetzt das nicht. Ist es. Also du kannst auch unter Jungs spielen. Abends, Freitagabends, wenn ihr da irgendwie chillt und so, könnt ihr das auch spielen in der Runde. Das ist eigentlich für jeden. So, das ist jetzt nicht nur für Paare und so, sondern das ist für jeden. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo man sich natürlich auch öffnen kann. Also das ist, wie du gesagt hast, ein Raum. Also wenn du das hinstellst, dann muss doch sein, das ist das ja, Spiel. das ist das Spiel. Dann, also wenn du natürlich auch Leute hast, die offen, also ich kann schon gut vorstellen, also wenn das, also ich glaube, du musst noch mehr, es muss mehr gepusht werden, Ja. weil ich glaube,
das hat auf jeden Fall Potenzial. Also das ist sehr, Definitiv. sehr, es kann schon eine Diskussionsrunde auch werden. Ja, Also das kann schon. dadurch kommt viel auf. Ja, ja, Also echt, genau. habe ich auch gemerkt bei mir Wenn du die selbst. richtigen Leute dabei hast am Tisch, das kann schon, also es ist genau das gleiche wie bei UNO und so, das kann schon so ein Heat-Argument werden. Und ja, ansonsten willst du noch irgendwas zu deinen Leuten sagen? Lernt kommunizieren, Leute. Holt das Spiel und kommuniziert. Aber ja, das war's tatsächlich. Wo kann man die kaufen? Ich habe eine Website, thesafegames.com. Und ja, da sind nur 2 Spiele. Also entweder die digitale Version oder die hier. Deswegen. Ja, man, nice. Ey, ich habe auch meine Vision. Ey, Jungs, wir werden das, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und ja, checkt es auf jeden Fall ab. So sieht die Box aus. Checkt es auf jeden Fall ab. Und ja, checkt sie auf jeden Fall ab. TikTok-Content auch. TikToks auch auf jeden Fall viel los, ne? Ja, ich gebe mir Mühe. Irgendwann. Also mach auf jeden Fall weiter so, pusht es auf jeden Fall, weil es hat auf jeden Fall Potenzial, was groß zu werden und auch einfach Gesprächsthema, auch gerade bei Black Community, sehr, sehr wichtig. Und nicht nur da, sondern auch, glaube ich, überall. Und ja, checkt es auf jeden Fall ab. Und wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, beende ich das Ganze. Ja. Weil my brain, diese Fragen habe ich auseinandergenommen. Ja, ansonsten checkt sie auf jeden Fall ab und ja, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Nicht vergessen, liken, kommentieren und subscriben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.